Bassano del Grappa liegt an der Brenta, unmittelbar am südlichen Alpenrand, am Eingang zum Suganatal. Archäologische Funde belegen eine Besiedlung ab dem 2. Jahrhundert nach Christus. In Quellen werden eine Burg und eine Pfarrkirche im Jahr 998 erwähnt. Touristisch interessant sind die zahlreichen Grappa-Destillerien. Der Name der Stadt stammt jedoch nicht von dem Tresta-Brand. Bassano del Grappa kommt vielmehr vom benachbarten Berg Monte Grappa, der im Ersten Weltkrieg Schauplatz schwerer Kämpfe war. Heute ist der Berg eines der beliebtesten europäischen Startziele für Drachen- und Gleitschirmflieger. Von wirtschaftlicher Bedeutung für die Stadt ist darüber hinaus die keramische Industrie. Bekannte Unternehmen des Ortes sind der Stativhersteller Manfrotto und der Schreibgerätehersteller Monte Grappa. Asolo liegt etwa 40 Kilometer nordwestlich von Treviso und 15 Kilometer östlich von Bassano del Grappa. Die Hügel von Asolo wurden bereits im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus von den Venetern besiedelt. Ruinen von Thermen und eines Theaters zeugen noch von der römischen Stadt Azellum. Verschiedene Signorien herrschten in Asolo, bis es unter venezianische Herrschaft gelangte. Asolo und seine Umgebung ist bekannt für seinen Weinbau. Der Ort liegt im klassischen Prosecco-Gebiet. Hier wird ein besonderer Prosecco hergestellt, der Asolo Prosecco, der eine Auszeichnung für eine kontrollierte und garantierte Herkunftsbezeichnung trägt. Der Venezianer Carlo Scarpa zählt zu den herausragenden Architekten des 20. Jahrhunderts, zugleich ein entschiedener Einzelgänger, der seine Disziplin als handwerklich fundierte Kunst verstand. Neben Bauten für Museen in Venedig, Florenz oder Verona gehört die Grabstätte für den Unternehmer Giuseppe Brion in San Vito zu seinen Hauptwerken. Hier hatte er auf 2200 Quadratmetern die unumschränkte Freiheit, eine große Idee zu orchestrieren. Wasser, Erde, Licht und Luft verbinden sich mit den in Sichtbeton ausgeführten Bauten zu einem der Meditation verpflichteten, großartigen Gesamtkunstwerk. Die Villa wurde von Leonardo Emo 1564 an Andrea Palladio in Auftrag gegeben. Das Gebäude verbindet in seiner Funktionalität die wirtschaftliche Notwendigkeit des landwirtschaftlichen Betriebes der Familie Emo mit den Annehmlichkeiten eines Landsitzes eines wohlhabenden Besitzers.
Eine breite Rampe führt zum Hauptgebäude mit einem Portikus aus 4 tuskischen Säulen, die durch ihre Schlichtheit den landwirtschaftlichen Bezug unterstreichen. Seitlich schließen rechts und links flache Wirtschaftstrakte an mit einfachen Pfeilerarkaden. Am Ende befinden sich 2 Taubenhäuser. Die Villa ist Eigentum einer regionalen Bank und wird als Schulungszentrum genutzt. Die Repräsentationsräume können zu den Öffnungszeiten besichtigt werden. Die Stadt Tarvisium wurde 49 v. Chr. Römisches Munizipium. Doch bereits in prähistorischer Zeit befand sich an gleicher Stelle eine bronzezeitliche Siedlung. Im Jahr 396 wird erstmals die Existenz des Bischofssitzes erwähnt. Unter den Goten und später den Langobarden, die Treviso zum Herzogtum machten, erlebte die Stadt eine erste Blütezeit. 539 gelang dem oströmischen Feldherrn Belisar die kurzzeitige Rückeroberung Trevisos im Zuge der Eroberung des Ostgotenreichs, doch bereits 540 eroberten sie die Goten erneut. 568 oder 569 wurde die Stadt langobardisch, wie der überwiegende Teil Oberitaliens. Das Bistum konnte 602, nachdem die Langobarden Padua erobert hatten, seine Jurisdiktion ins Paduaner Gebiet ausdehnen. Unter den Karolingern wurde Treviso im 9. Jahrhundert zur Hauptstadt einer Mark mit eigener Münzzeche. 777 wurde Fortunatus von Triest Bischof, der sich auf die Seite der Franken stellte und den byzantinischen Einfluss bekämpfte. 815 wird in einer Urkunde Ludwigs des Frommen erstmals eine Grafschaft Treviso erwähnt. Fortunatus musste 820 ins Exil gehen. In Treviso war die Familie Collalto dominierend, die sich auf langobardische Wurzeln zurückführte. Doch die feudale Zersplitterung der Herrschaft führte dazu, dass andere Adelsfamilien wie die da Romano ihre Vorherrschaft im Gebiet zwischen Brenta, Musone und Valdobbiadene durchsetzen konnte. Possagno ist vor allem als Geburtsort des Bildhauers Antonio Canova bekannt, der oberhalb der Gemeinde den Tempio Canoviano errichten ließ, eine Pfarrkirche, der eine Vorhalle nach dem genauen Vorbild des Parthenon auf der Akropolis von Athen vorgeblendet ist und deren Kirchenraum das Pantheon in Rom kopiert.
Arostica ist eine Stadt mit knapp 14.000 Einwohnern und einer Fläche von 36 Quadratkilometern. Der Ort ist wegen des lebenden Schachspiels mit Darstellern in mittelalterlichen Kostümen berühmt, das seit einigen Jahrzehnten alle 2 Jahre auf der von Arkaden umgebenen Piazza des Städtchens ausgerichtet wird. Es erinnert an ein legendäres, angeblich 1454 ausgetragenes Spiel um die Hand der Tochter des Burgherrn. Sehenswert sind das monumentale Castello d'Abasso an diesem Platz, ferner das ruinöse Castello Superiore auf dem Felsen über dem Ort. Die Gemeinde Valdobbiadene liegt in Norditalien, in der Region Venetien, in der Provinz Treviso. Sie hat ca. 10.000 Einwohner und liegt 254 Meter über dem Meeresspiegel. Der Ort ist, wie ganz Venetien, auch für seinen Weinanbau bekannt. Besonders die Glera-Rebe wird hier für die Herstellung von Prosecco angebaut. Die 1554 bis 1558 errichtete Villa liegt an einem leichten Hang mit weitem Ausblick. Die Baumasse gliedert sich in 5 Teile, die in einer Reihe symmetrisch um einen Mittelbau angeordnet sind.
Der Mittelbau tritt deutlich hervor und hat eine Fassade mit 4 ionischen Pilastern in Kolossalordnung sowie einen Giebel mit Wappen der Barbaro. (1489) wurde die junge Adelige Caterina Cornaro mit dem König von Zypern verheiratet, um die Vorherrschaft Venedigs im Mittelmeer zu sichern. Nach dessen Ermordung wurde sie gezwungen, die Krone abzutreten. Als Ausgleich erhielt sie Asolo als Domäne und residierte dort mit ihrem Hofstaat im Castello della Regina bis 1509. Berühmt waren ihre Feste mit Schauspielen und Turnieren. Die Villa Pisani, auch La Nazionale genannt, ist das prächtigste Beispiel venezianischer Villen am Brenta-Kanal. Sie befindet sich in Stra, ca. 8 Kilometer von Padua entfernt. Der Ort liegt in den Colli Euganei und ist über die Autobahnabfahrt Monselice zu erreichen. Zu Ehren des großen Humanisten und Dichters Francesco Petrarca, der dort seine letzten 4 Lebensjahre verbracht hat und begraben liegt, schmückt sie sich seit 1870 mit seinem Nachnamen als Zusatz. Archäologische Ausgrabungen haben ergeben, dass die Gegend am Lago della Costa, einem kleinen See am Fuße des Monte Rico, etwa 2 Kilometer vom Ortskern entfernt, bereits in der Bronzezeit besiedelt war. Hier wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts eine Pfahlbautensiedlung und Nekropole der vorrömischen Bevölkerung, den sogenannten Euganeern zugeschrieben, gefunden. Villa Barbarigo von Val San Zibio, einer der bedeutendsten noch existierenden historischen Gärten, erhielt seine heutige prachtvolle Gestaltung in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts vom venezianischen Adeligen Zuane Francesco Barbarigo. Sein erstgeborener Gregorio inspirierte ihn bei der Wahl des Symbolgehalts des Projektes, das aus 70 Statuen besteht. Ebenso viele kleinere Statuen fügen sich auf einer 15 Hektar großen Oberfläche in architektonische Elemente, Bäche, Wasserfälle, Brunnen, Teiche, Wasserspiele und Fischweiher sowie unzählige Büsche und Bäume ein. Das Projekt sollte den Weg des Menschen zu seiner Vervollkommnung und Erlösung symbolisieren.
Bei der Restaurierung des Gartens in den letzten Jahren wurden die 33 Wasseranlagen des Gartens wiederhergestellt, die unter anderem durch das Versiegen der Quellen gefährdet waren. Dank der Restaurierung ist Val San Zivio heute ein seltenes Beispiel für einen lesbaren symbolischen Garten, dessen Wasserspiele wieder perfekt funktionieren. Padua ist eine der ältesten Städte Italiens. Der Sage nach wurde es von dem Trojaner Antenor um 1184 v. Chr. gegründet. Belegt ist, dass im 4. Jahrhundert v. Chr. am Fluss Bacchiglione ein Fischerdorf stand. Schnell entwickelte sich die Region zu einem wichtigen Zentrum der Veneter. 302 v. Chr. Schlug die paduanische Miliz den spartanischen König Kleonymos zurück. Nach der Niederlage der Gallier gegen die Römer um 215 v. Chr. wurde das Gebiet der Veneter in das Römische Reich eingegliedert und Padua oder Patavium entwickelte sich zu einer der wichtigsten und reichsten Handelsstädte des Römischen Reiches. 45 v. Chr. erlangte die Stadt den Status eines Munizipiums. 59 v. Chr. wurde in Padua der römische Geschichtsschreiber Titus Livius geboren. Gründeten die Paduaner auf Rialto eine Hafenstadt. Nachdem Padua 452 von Attila zerstört und von Narses 554 auf Befehl Justinians wieder aufgebaut worden war, fiel es 560 an die Langobarden. 601 erhob sich die Stadt gegen König Agilulf, der sie nach 12-jähriger blutiger Belagerung eroberte und 613 niederbrannte. Das antike Padua wurde vernichtet. Die Überreste des Amphitheaters und einige Brückenfundamente sind die einzigen heute noch erhaltenen Teile. Die Stadt erholte sich davon nur sehr langsam. Karl der Große brachte Padua 779 unter fränkische Herrschaft. Später wurde die Stadt dem Heiligen Römischen Reich zugeordnet. Otto der Große errichtete in Padua eine Munizipalverfassung mit 2 vorsitzenden Konsuln und erklärte die Stadt zur freien Stadt. Unter Kaiser Friedrich Barbarossa trat sie 1164 dem Lombardischen Städtebund bei, schloss aber 1177 zu Venedig einen Waffenstillstand mit dem Kaiser, nachdem es 1175 einen Podesta an die Spitze der städtischen Regierung gestellt hatte. Die Podestas bedrohten bald die Selbstständigkeit Paduas, besonders die aus dem Haus Romano, von denen Ezzelino III. Von 1237 bis 1256 eine drückende Tyrannei ausübte. 1256 wurde Padua von den Guelfen erobert. Aufgrund der Missgunst zwischen Volk und Adel übertrug man das Podestat wieder einer Familie, und zwar den Carraresi.
Mit der Errichtung des Hauptgebäudes der Villa wurde 1546 im Auftrag der venezianischen Patrizier Paolo und Francesco Contarini begonnen. Inwieweit der Bau auf einen Entwurf Andrea Palladios zurückgeht, ist in der Kunstgeschichtsschreibung umstritten. Im späten 17. Jahrhundert wurde das Gebäude unter Marco Contarini erweitert. Die Villa ist von einem 50 Hektar großen Park umgeben. Die Villa war der Landsitz der venezianischen Familie der Contarini, die ihren Landsitz im Lauf der Zeit zu einem repräsentativen Baukomplex ausgestaltet haben, der prunkvoll die wirtschaftliche Potenz, die politische Macht und die historische Reputation einer Familie spiegelt, aus deren Reihen seit dem 11. Jahrhundert 8 Dogen hervorgegangen waren. Cittadella wurde im 13. Jahrhundert als militärischer Vorposten Paduas gegründet. Das Stadtbild wird geprägt von der fast vollständig erhaltenen, gut renovierten Stadtmauer, die den historischen Stadtkern umgibt. Die Kirche Santuario della Madonna di Monte Berico liegt auf einem Hügel, von dem man einen großartigen Ausblick auf Vicenza hat. Beim Besuch der Barockkirche kann man viele religiöse Kunstwerke und eine heilige Madonna-Ikone bewundern. Anschließend kann man sich in einem der nahegelegenen Cafés entspannen und dabei den Ausblick auf die Dächer von Vicenza genießen. Die Kirche stammt aus dem 15. Jahrhundert und diente damals als Pilgerstätte. Vicenza, das in älteren deutschsprachigen Publikationen auch als Wiesenthein oder Zimbria erscheint, wurde vom italischen Volk der Euganeer und dann im 3. und 2. Jahrhundert vor Christus von den Venetern besiedelt. Die Römer verbündeten sich mit den Venetern in ihrem Kampf gegen die keltischen Stämme, die Nordostitalien besiedelten. Im Laufe der Zeit wuchs die römische Präsenz in der Region immer mehr an und die Veneter wurden allmählich assimiliert. 157 vor Christus war die Stadt de facto ein römisches Zentrum und erhielt den Namen Vicetia oder Vicentia. Vicenza erscheint in mehreren Urkunden als Nachbar Venedigs. Zwischen beiden Städten bestanden enge vertragliche Bindungen,
die etwa 967 von Otto I. bestätigt wurden. Im 9. Jahrhundert erwarb das Veroneser Kloster San Zeno Güter um Vicenza. (1226) verbündeten sich die Städte Mailand, Bologna, Brescia, Mantua, Padua, Vicenza und Treviso. Ezzelino III. da Romano vertrieb die Guelfen aus Vicenza und ließ seinen Bruder Alberico 1230 zum Podesta wählen. Die unabhängige Kommune trat dem Zweiten Lombardenbund gegen Kaiser Friedrich II. Bei und wurde 1237 vom Monarchen geplündert, wonach es zu Ezzelinos Herrschaften annektiert wurde. Nach Ezzelinos Tod wurde die politische Struktur der alten oligarchischen Republik, ein Concilio Maggiore von 400 Mitgliedern und ein Concilio Minore mit 40 Mitgliedern wiederhergestellt. Die Stadt ging ein Bündnis mit Padua, Treviso und Verona ein. 3 Jahre später vertrauten die Vicentiner den Schutz der Stadt Padua an, um ihre republikanische Freiheit zu sichern, aber das Protektorat wurde schnell zur Herrschaft und aus diesem Grund unterwarf sich Vicenza im Jahr 1311 den Scaliger, den Herren von Verona, die die Stadt gegen die Visconti von Mailand befestigten. Bozen ist die Landeshauptstadt Südtirols, einer autonomen Provinz in Italien, und als solche Sitz der Landesregierung und des Landtags. Seit 1948 ist die Stadt überregionaler Messestandort, seit 1964 Bischofssitz der neu geschaffenen Diözese Bozen-Brixen, seit 1997 mit der Freien Universität Bozen auch Universitätsstadt. Bozen wird zu den großen städtischen Zentren im Alpenraum gerechnet und gilt aufgrund seiner Bikulturalität als wichtiger Begegnungsort zwischen dem deutsch- und dem italienischsprachigen Kultur- und Wirtschaftsraum. Die amtlichen Namen der Stadt sind das deutsche Bozen und das italienische Bolzano. Die latinischen Varianten Bulsan oder Balsan sind zwar ebenfalls in amtlichen Texten anzutreffen, genießen aber keinen offiziellen Status. Der lateinische Name der Stadt lautet Bauzanum. Der größte Teil des bewohnten Stadtgebiets liegt auf einem Schwemmfächer der Talfer, weshalb der Bozener Talkessel lange Zeit ein unbewohnbares und häufigen Überschwemmungen ausgesetztes Sumpfgebiet gewesen ist. Der Untergrund des Talbodens besteht aus fluvialen Ablagerungen und ist reich an Grundwasser, dessen Wasserspiegel durchschnittlich bei 2 bis 5 Metern unter der Oberfläche liegt.
Meran ist nach der Landeshauptstadt Bozen mit ca. 40.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt in Südtirol. Ihre Bevölkerung setzt sich etwa je zur Hälfte aus deutsch- und italienischsprachigen Bewohnern zusammen. Über Jahrhunderte war Meran die Tiroler Landeshauptstadt. Und auf dem Gebiet des heutigen Zenoberg, welches sich nordnordöstlich an Meran anschließt, gibt es Funde menschlicher Besiedlung aus der Latènezeit und der römischen Kaiserzeit. Die römische Zollstation Statio Maniensis befand sich gegenüberliegend auf dem Gebiet des heutigen Obermais. Dort bestand im 5. und 6. Jahrhundert vermutlich eine befestigte spätrömische Siedlung namens Castrum Maiense. Meran selbst wurde erstmals spätestens 857 als Mairania erwähnt. Spätestens im 12. Jahrhundert wurde Meran Mittelpunkt der Grafschaft Tirol. Bis 1420 Hauptstadt der Grafschaft, wurde Meran in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts von den Grafen von Tirol begründete Marktsiedlung 1280 ummauert und rückte im 14. Jahrhundert zur Stadt mit gewähltem Rat, eigenem Siegel und gesatztem Recht auf. Ende des 14. Jahrhunderts wurde Meran durch Leopold III. Mit zahlreichen landesfürstlichen Privilegien zur Förderung des Handels ausgestattet. Mit dem Umzug des Landesherrn Friedrich mit der leeren Tasche nach Innsbruck im Jahr 1420 sowie dem Aufstieg des Brennerpasses zum wichtigsten Handelsweg über die Ostalpen infolge der Anlage des Kunterswegs verlor Meran rasch seine Vorrangstellung und seine Bedeutung als Wirtschaftszentrum. Auch die Verlegung der landesfürstlichen Münzprägestätte durch seinen Nachfolger Herzog Sigmund nach Hall im Inntal um 1475 schwächte die Stellung Merans. Das Dorf liegt auf einer Höhe von 363 Metern über dem Meeresspiegel auf einem von Obstkulturen und Weinbergen bepflanzten Hügelgelände. Marling grenzt im Norden an Algund, im Nordosten an Meran und im Süden an Tschierms. Im Osten wird das Gemeindegebiet vom Fluss Etsch begrenzt, im Westen vom Marlinger Berg und dem Marlinger Joch. Die höchste Erhebung ist der Berg Hohe Tann mit 1779 Metern Höhe. Das Dorf Havling liegt auf dem Höhenzug Tschöggelberg
über dem Etschtal zwischen Meran und Bozen. Das Ski- und Wandergebiet Meran 2000 befindet sich hauptsächlich auf Haflinger Gebiet. Der Ortsteil Hafling-Oberdorf ist der einzige geschlossene Ortsteil der Gemeinde Hafling. Er wurde hauptsächlich nach dem 1980 erfolgten Straßenbau von Meran nach Hafling errichtet. Der Siedlungsname ist erst urkundlich im Jahr 1186 als Haueningen, 1189 als Heveningen und 1370 als Hevningen bezeugt, ehe sich die Kurzform durchsetzte. Der Name ist nach dem Muster der bajuwarischen Ingnamen gebildet. Ein Wal ist ein von Menschen angelegter Bewässerungskanal oder Graben, der Wasser, meist aus einem Bach und nur ganz selten aus einem See, zu den oft hiervon sehr weit entfernt gelegenen landwirtschaftlichen Kulturen leitet. Die Bezeichnung ist gebräuchlich unter anderem für die in Südtirol zur Bewässerung der Fluren künstlich angelegten Kanäle. Besonders im Südtiroler Vinschgau sind die Niederschlagsmengen wegen der geografischen Lage so gering, dass die Landwirtschaft vor allem am Sonnenberg auf künstliche Bewässerung angewiesen ist. Die Anlage von Bewässerungskanälen dieser Form ist weltweit und seit dem Beginn der Landwirtschaft verbreitet und findet sich in diesem Sinne für funktional ähnliche Anlagen in lokaler Ausprägung, etwa als Suone, Bissen oder Fuhren im Schweizer Kanton Wallis, Fluder im österreichischen, Wuhr im Südschwarzwald, Fleizen in der luxemburgischen Ardennen, Levada auf Madeira oder Falatsch in Oman. Hauptfunktion der Wale ist die Bewässerung. Der Wal trägt das Wasser in die zu bewässernden Wiesen und Felder, daher der manchmal verwendete Name Tragwal. Wale wurden zum Betreiben von Mühlen und Sägen verwendet, da sich steilere Geländeführungen für solche Zwecke geradezu anboten. Sie liefern das Wasser für die Tränken der Tiere und in früheren Zeiten sogar das Trink- und häusliche Gebrauchswasser für ganze Ortschaften.